Hey, willkommen zurück bei Ikuma Games. Ich habe ein neues Review mitgebracht, beziehungsweise ein neues Zubehörteil für die HP Reverb G2. Tatsächlich gibt es das auch für die Valve Index und für andere Geräte, aber ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Es handelt sich um dieses Ding hier. Na komm, seht es euch an. Ja, wie nennt man das? Ein Comfort Strap, um das Ganze ein bisschen bequemer zu gestalten. Weil die HP Reverb oder die Valve Index sind sehr front-heavy. Also wenn man das Ding auf den Kopf setzt, ist natürlich das ganze Gewicht vorne. Der hintere Teil ist relativ leicht und dann sitzt natürlich vorne alles auf dem Gesicht. Und wenn man das dann ganz eng ins Gesicht schnallt, dann drückt das ganz schön. Und da kann man hier oben, gibt es so Straps, ganz einfache Riemen oder so, um das Ganze ein bisschen auf dem Kopf zu verteilen, aber das ist jetzt eine etwas aufwendigere. Ihr werdet das schon sehen. Ausgepackt habe ich es schon. Es ist nicht besonders verpackt gewesen, es war einfach eingekringelt, aber war gut verpackt. Das ist eine Firma aus Neuseeland, Studio from Creative. Da könnt ihr das sehen. So rum. Ja. Und die haben ein ganz gutes Produkt gemacht, handgefertigt, steht zumindest irgendwo auf der Webseite. Und ich zeige euch mal, wie das hier an das Gerät kommt. Legen wir das mal hier hin. So, und dann kommt das hier drunter, unter dem vorhandenen Strap. Drüber geht auch, aber dann ist es schwieriger, das Ganze zu verstellen. Und hier sind extra zwei Laschen, um das Ganze so drunter. So, andersrum. So, jetzt habe ich es. Um das hier drunter zu machen und die Controller, also nicht die Controller, die Lautsprecher hier zu umschließen. Da sind extra zwei so Straps und dann kommt das einfach hier dran. So. Genau, ist jetzt ein bisschen eng. Okay. So. Jetzt habe ich wenig Platz gelassen. So. Und das passt hier auch, man sieht es ganz schön, ganz gut hinter die Lautsprecher. Ja, mit dem Mikrofon vorm Gesicht ist es ein bisschen mühselig, aber wenn man sich darauf konzentriert, geht es ganz gut. So. Okay. So. Und das kommt dann so auf den Kopf. Und dann hat man den Strap hier verteilt. Ich habe den jetzt sehr weit offen. Normalerweise ist er ein bisschen enger. So. Und dann wird das Gewicht besser verteilt. Ich hoffe, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie das ist. So, und dann gibt es ja noch ein zusätzliches Ding. Kann man extra kaufen. Ich habe es jetzt in einem Set gehabt. Das ist dieses schöne Ding hier. Das ist nämlich auch ein Strap fürs hintere Teil mit Gewicht. Also mit so einer kleinen Eisenstange drinne. Die ist da eingenäht. Da zerkratzt nichts am Headset. So, seht ihr das? Und hier drinne, da ist ein Stück Metall. Es ist auch verbiegbar, um das an das Headset anzupassen. So, und das kommt hier hinten dran. Das wird dann einfach, da kann man auch das Kabel dann super durchziehen. Ich habe das Kabel jetzt gerade nicht dran. So. Und dann hast du hier 100 Gramm sind das, glaube ich, nicht viel, aber das macht einiges aus, um ein bisschen Gewicht nach hinten
Ja, so könnt ihr euch das besser vorstellen, das Gewicht hier nach hinten zu verlagern, damit es schön drauf sitzt. Weil sonst hast du es nur vorne, vor allem wenn man, wie ich, das Kabel nach oben hat, um das dann in so einem Pulli-System zu benutzen. Dann wird das auch natürlich so ganz leicht nach oben gezogen. Das hält das Ganze schön unten. Ja, das war's auch schon. Ganz schönes Ding. Es liegen noch hier Straps bei, um das Ganze hier zum Beispiel fester zu machen, sollte sich das lösen. Aber ich finde, es hält auch ganz gut so. Ja, wenn man das Kabel da zum Beispiel drin hat, hält das ganz gut. Kostet, ich glaube, so 35 Euro. Wird natürlich umgerechnet. Ich habe da jetzt so einen Rabattcode für im Internet gefunden. Habe ich natürlich selbst gekauft. Wird nicht gesponsert von Studio Creative. Aber ich finde, es ist ein super Teil. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, und das war es auch schon mit dem kurzen Review. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht. Und ja, bis zum nächsten Mal.